Langsam drehe, dann sieht man, wie viele Fahrzeuge hier eigentlich liegen. Zum Glück habe ich genug Wasser mit. Und dann muss ich einmal um den ganzen Felsen zurück und mein Fahrrad suchen. So, Affenalarm beendet. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind über Nacht von Portugal, von Coimbra aus in der Nähe von Faro, durchgefahren nach Gibraltar und kommen jetzt endlich in der darauffolgenden Abenddämmerung an. Das täuscht aber so ein bisschen, wenn man glaubt, in der Bucht ist man gleich vor Anker. Man fährt nämlich dann nochmal 2 Stunden von diesem Punkt aus. Wir haben hier Gibraltar, also The Rock, rechts im Bild. Und wir müssen aber dort, wo der Tanker liegt, noch quer durch und an ganz vielen anderen Schiffen vorbei. Denn die Bucht von Gibraltar ist 5 Meilen lang und ist im Prinzip eine riesige Reede, wo immer so zwischen 20 und 50 Frachtern vor Anker liegen. Unser Ziel ist ganz hinten auf dem spanischen Festland eine Bucht und ein Hafen, die heißen La Linea. Und das möchten wir ansteuern. Dort wollen wir erstmal vor Anker gehen und dann später auch in den Hafen, um von dort dann Gibraltar zu erkunden. Ankerfeld. So sieht das dann morgens aus, als wir aufwachen vor Anker. Wir gucken auf den Felsen von Gibraltar. Im Vordergrund ist die Landebahn und dort rollt auch gerade noch ein Flugzeug drüber und links im Bild ist der Hafen von La Linea. Rechts sieht man auch ganz gedrängt die ganzen Häuser von Gibraltar. Gibraltar hat kaum Fläche, auf dem gebaut werden könnte. Und man sieht auch, dass der ganze Rock ein Naturschutzgebiet ist und dort will ich heute hin. Mein Ziel sind die Mediterranean Steps, die führen hinten von dem rechten Gipfel hinten wieder runter zum Meer. Das ist die Bucht von Gibraltar. Ganz hinten am Ende rechts von euch aus gesehen ist die Bucht von La Linea. Das gehört noch zu Spanien dazu. Und wiederum rechts davon beginnt dann praktisch der britische Teil, also Gibraltar selbst. Und wir gucken auf die Bucht von Gibraltar. Dort liegen jede Menge Frachter und die haben teilweise wiederum einen kleinen Frachter im Päckchen. Wenn ich mich jetzt langsam drehe, dann sieht man, wie viele Fahrzeuge hier eigentlich liegen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Und jetzt, ich saß jetzt gerade hier auf der Mauer, habe Picknick gemacht auf halber Höhe, gleich geht es ganz rauf. Und währenddessen ist die Tide gekippt und alle Frachter sind einmal um die eigene Achse geschwungen. Das war toll anzusehen. Es ist Anfang Mai, einer der ersten Maitage. Es ist nachmittags. Es ist gar nicht mal so arg warm, aber mir reicht das schon. Es hat vielleicht, weiß ich nicht, 25 Grad oder so. Aber das reicht. Das reicht wirklich. Zum Glück habe ich genug Wasser mit. Tolle Vegetation hier, sehr trocken. Schön hier. Da sind dann auch endlich die ersten Affen. Es sind Makaken und es ist gerade Siesta, insofern sind die sehr entspannt und haben sich nicht weiter um mich gekümmert, was mir eigentlich ganz recht war, nachdem ich im Internet viel darüber gelesen hatte, dass die teilweise recht aggressiv sind und einem das Handy klauen
Und dementsprechend vorsichtig war ich aber auch. Wenn man aber ein bisschen Abstand hält und die respektiert, geht auch da nichts schief. Wir sind jetzt hier auf der Spur Battery. Das ist eine Verteidigungsanlage. Spurs Battery wurde noch deutlich vor dem Ersten Weltkrieg gebaut und der Geschützturm steht nicht mehr. Man sieht das nur noch unten im Boden, aber eigentlich ist das Eindrucksvollste sowieso der Blick von dort auf die Straße von Gibraltar. Und hinter mir geht so eine komische Schlucht, was auch immer, rein. Und die wollen wir jetzt mal erkunden. Direkt in der Nähe von Spurs Battery gehen Stollen in den Fels hinein. Ich nehme an, dass da früher Munition gelagert wurde oder die vielleicht auch als Fluchttunnel genutzt wurden oder als Schutztunnel, wenn Fliegeralarm war. Ich bin ja so ein bisschen abseits der Touristenrouten unterwegs. Ich bin auch ganz froh darum, weil dort, wo die Sehenswürdigkeiten sind, werden die Leute mit den Bussen oder Taxis hingekarrt und dementsprechend voll ist es dort und ich bin schön auf den einsamen Wegen unterwegs. Man kann übrigens auch mit der Seilbahn hochfahren. Wer gerne wandert, dem würde ich wirklich empfehlen, das zu Fuß zu machen. Das ist wirklich ein Erlebnis. So, wir sind jetzt bei O'Hara's Battery. Das ist nochmal eins höher. Bin echt durch. Das ist so warm. Durchgeschwitzt hier. Aber schön. Also der Ausflug lohnt sich auf jeden Fall. Das ist echt ein toller Ausblick hier oben. O'Hara's Battery liegt auf dem höchsten Punkt von The Rock, blickt über die Straße von Gibraltar und wir sind hier in einem ersten Raum. Es ist alles komplett zugänglich, jetzt so eine Art Museum. Was vielleicht früher mal der Kommandostand war, jedenfalls hängen dort die Pläne aus, man kann sich dort ausführlich informieren und von dort aus geht es dann über einen Tunnel und eine Treppenanlage in den zweiten Teil, wo früher ein riesiger Generator in Betrieb war, der steht dort auch noch und wo die Schaltschränke waren für den Betrieb der Anlage. Von diesem sogenannten Maschinenraum aus geht dann ein kleiner Stollen bis hinauf zum Geschütz. Ich war hier komplett alleine, da war keiner außer mir. Und auch draußen auf dem Geschütz dann, wo man einen wunderschönen 320 Grad über den kompletten Felsen, über das spanische Festland, über die Straße von Gibraltar und auch über Marokko hat, war ich auch alleine über lange Zeit und saß dann dort und habe übers Wasser geguckt. Das ist wirklich wunderschön dort oben. Das ist eine Reise wert. Hinter diesen Hochhäusern da hinten ist die Grenze von Gibraltar und dahinter beginnt dann auch Spanien. Da vorne scheinen die Mediterranean Steps hochzugehen. Ich habe sie gefunden. Die Mediterranean Steps.
bin schon ganz außer Atem. Also das sind Treppenstufen, die gehen jetzt von hier, wir sind über 400 Meter über Meeresspiegel runter, bis auf den Meeresspiegel. Und dann muss ich einmal um den ganzen Felsen zurück und mein Fahrrad suchen. Mir reicht es jetzt schon. Da oben ist nochmal O'Hara's Battery, da waren wir gerade. Und hier geht es jetzt runter bis zu diesem Punkt. Oh ja, das ist nichts für Höhenangst. Die Mediterranean Steps sind wirklich wunderschön. Es gibt zwischendrin auch Höhlen und alte Geschutz- und Bunkeranlagen, und die Mediterranean Steps selber waren ein alter Kommunikationsweg zwischen diesen Geschützen und O'Hara's Battery, wo die Soldaten hin und her Informationen transportiert haben. Heute ist es für Touristen offen und zugänglich. Es wurde auch viel an der Sicherheit und an den Brüstungsanlagen gemacht, aber trotzdem gibt es immer noch Bereiche, wo die Brüstung nur kniehoch ist. Die Stufen sind teilweise unregelmäßig und teilweise auch rutschig. Also man muss sehr aufpassen, wo man hintritt, aber die Landschaft und die Ausblicke sind wirklich atemberaubend. Es ist aber auch ein sehr anstrengender Auf- und Abstieg, also man sollte genug Zeit und auch Trinken mitnehmen und man sollte es außerhalb der Mittagshitze machen. Also am besten früh morgens oder spät abends. Also die Mediterranean Steps, die haben es echt in sich. Also ich habe keine Höhenangst und kann sowas eigentlich ganz gut ab. Aber da sind schon Ecken dabei. Da geht es so steil runter und so eng. Und da ist auch praktisch keine Brüstung mehr, dass ich das auch schon eigenartig finde. Und ich bin früher geklettert. Also gut, dass Marion nicht dabei ist. Für die wäre das überhaupt gar nichts. Aber toll ist es. Echt schön. So, Affenalarm beendet. Bin vom Berg wieder runter und ich bin an den Treppen, wo mein Fahrrad hoffentlich steht. Und dann geht's nach Hause, jetzt reicht's auch. Also die Mediterranean Steps, die haben mir echt die letzten Muskeln gekostet. Das geht erst schön steil bergab und dann geht's wieder bergauf. Und dann geht es wieder bergab. Und wenn man glaubt, jetzt geht es nur noch bergab, dann geht es nochmal bergauf. Und zwar richtig steil. Aber das war es dann auch. So, und jetzt reicht's. Und jetzt schnell nach Hause. Jetzt habe ich mich gerade noch verlaufen und das Fahrrad nicht wiedergefunden. Da ist es.
vor mir liegt Spanien und wenn man dahin möchte, muss man über das Rollfeld fahren vom Flughafen. Und das machen wir jetzt. Der eine oder andere hat mich vielleicht vermisst auf der Tour. Wer mich kennt, weiß, ich habe Höhenangst und mir war schon beim Schneiden von den Sequenzen ist mir schon ganz anders geworden. Aber Christoph war total geflasht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal eine andere Seite von Gibraltar zu sehen und von dem Affenfelsen. Die meisten sind ja doch immer die gewohnten Touristenpfade unterwegs. Im nächsten Video werden wir Gibraltar schon wieder verlassen und weiter Richtung Mittelmeer fahren. Und wir haben eine kleine Frage, und zwar kann es sein, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht mal einen Platz brauchen, eine Marina brauchen in der Nähe auf Höhe der Balearen, wo man relativ günstig liegen kann. Wenn jemand von euch einen Tipp für uns hat, wo wir mal anfragen können, das muss kein Luxus sein, das muss ein Flughafen, es sollte ein Flughafen irgendwie zu erreichen sein, dann freuen wir uns darüber gerne in den Kommentaren damit. Und ansonsten freuen wir uns gerne, wenn du uns auf Instagram und Facebook folgst. Und natürlich freuen wir uns auch auf das nächste Mal. Das ist ganz schön viel Freude auf einem Fleck. Ich würde sagen, bis dahin.